Willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Studer Tonbandmaschinen. Heute geht es um die Studer A816, den A816 Master Recorder von Studer. Dieses Gerät wurde 1992 auf dem Markt vorgestellt und erinnert im Aufbau doch sehr an die Telefunken M15 Bandmaschine und M15A. Ist auch ganz bewusst so gewählt, denn dieses Gerät diente damals letztendlich als Ersatz und war dafür auch konzipiert für die bundesdeutschen ARD-Rundfunkanstalten, wo eben Telefunken traditionsgemäß verwendet wurde. Deswegen ist auch der Aufbau und auch dieser Editierhebel sehr ähnlich wie bei der Telefunken Bandmaschine. Unter anderem eine weitere Sache ist auch die deutsche Schichtlage. Das heißt also, das Tonband ist nicht nach außen gewickelt, sondern nach innen. Und die Magnetschicht ist nach außen und nicht nach innen. Also es ist genau umgekehrt. Wie gesagt, deutsche und internationale Schichtlage. Da muss man sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe da auch ein bisschen dran gebraucht, aber das geht eigentlich ganz gut. Und ansonsten ist es auch gar nicht so schlimm. Ja, eine Funktion, die ich gleich mal vorstellen möchte, neben vielen Funktionen, sei vielleicht vorweg gesagt. Die Maschine hat über 100 Funktionen, die man auf die Tasten hier belegen kann. Es gibt unter dieser Klappe hier eine Programmierebene, wo man also sich durchzeppen kann durch ewig große Baumenüs und wirklich alle möglichen Funktionen findet. Man kann also zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt die Taste Record hier unten haben und die Taste Play möchte ich da haben und da möchte ich meinen Zero Locator haben. Ist natürlich Quatsch, aber wer möchte, kann das machen. Alles ist hier frei belegbar. Eine Funktion, die ich gleich mal vorstellen möchte, ist Leader Stop. Übrigens sehr schöne Tasten, die sich schön drücken lassen. Leader Stop spricht das Vorspannband an, beziehungsweise erkennt, dass ein Vorspannband läuft und eben kein Tonband, so wie es jetzt eben hier ist. Das heißt also, ein klarsichtiges Band wird eben durchleuchtet und dann spult die Maschine entsprechend. Übrigens, wenn das Band ganz nebenbei ausgefädelt ist, drückt man Stopp und die Maschine fädelt automatisch ein. So, jetzt zu Leader Stop. Sie erkennt das und blinkt mit Play und Stop und fährt das Band genau auf den Anfang zurück, wo es also hin sollte. Ich kann es noch mal kurz zeigen, das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Also Play und Stop signalisiert, Achtung, hier ist ein Vorspannband und zurück auf Anfang. Das ändert sich übrigens mit dem Abstand zum Tonkopf, je nachdem, welche Geschwindigkeit verwendet wird. Geschwindigkeiten gibt es hier 4, zwischen 9,5, 19, 38 und 76 cm pro Sekunde. Jetzt gerade ist die 38 eingestellt, wie hier unten sehbar ist. Man kann das eben hier drin jetzt umstellen. Das kann man auch legen, wie man möchte. Ich habe das jetzt hier drin gelassen. Dann kann man hier zwischen 76, 9,5, 19 und 38 cm pro Sekunde umschalten. So, dann gibt es hier diesen Editierhebel, den braucht man zum Cueen, damit man mit einer Hand ganz bequem arbeiten kann. In dem Moment, wo ich diesen Editierhebel bewege, wird innen drin ein Relais geschaltet, was die Bremsen von den Motoren frei macht. Und dann kann man hier ganz locker mit einer Hand hin und her cueen und hat da wirklich auch gar keine Probleme und kann das wirklich sehr dezent machen. Und kommt da hin und her. So, ich setze es jetzt mal auf Anfang und drücke Stopp, nehme den wieder raus. Und dann kommen wir zur nächsten Funktion, das wäre zum Beispiel Start Control. Solange ich die Taste Start Control gedrückt halte, wird mir diese Passage vorgespielt. Wenn ich loslasse, setzt die Maschine das ganze Band wieder automatisch genau auf die Stelle, sehr dezent und sehr sachte, sehr tonbandschonend und sehr materialschonend zurück. Das Ganze geht natürlich auch mit Ton, wenn man das möchte. Also beim Zurückspulen, versteht sich. Und ich finde es sehr faszinierend zu sehen, was hier mechanisch passiert, wie die Umlenkrollen reagieren, wie der Bolzen rein und raus fährt, etc. pp. Rollback Play ist eine Funktion, die hier programmiert ist. Wie gesagt, jede Taste ist legbar, wo man möchte. Bei mir ist das jetzt eben so. Rollback Play bezeichnet Folgendes: Solange ich die Taste drücke, oder wenn ich sie drücke, wird das Band zurückgesetzt, bei mir auf 6 Sekunden. Man kann es einstellen zwischen 1 Sekunde und 99 Sekunden. Und schon wieder ist Leader Stop aktiviert. Die Bandmaschine erkennt wieder, dass jetzt hier ein Vorspannband ist und setzt das Band auf Anfang zurück. Eine weitere Funktion, die auch sehr, sehr praktisch ist, vor allem natürlich im Rundfunkbetrieb, zu Hause braucht man es vielleicht nicht so, ist die Lifter-Funktion. Ich drücke also Play und solange ich die Lifter-Funktion drücke, geht die Andruckrolle ein Stückchen nach oben. Und es werden Bandanheber produziert. So kann ich also Schnittstellen bei einer Produktion ganz leicht markieren und später beim Zurückspulen wiederfinden, denn dann gibt es ja hier überall diese kleinen Anheberchen und ich weiß genau, wo was war und wo welche Panne zu schneiden ist. Übrigens,
Archivwickelfunktion habe ich hier auf dieser Taste. Man kann also auch einen schönen Wickel machen mit reduzierter Umspulgeschwindigkeit. Die Umspulgeschwindigkeit ist einstellbar zwischen 10 cm und 15 Meter pro Sekunde. Jetzt ist es volle Geschwindigkeit und es sind bei mir 14 Meter pro Sekunde. Ich habe das so eingestellt. Und auch den Archivwickel kann man einstellen zwischen 10 Meter und 15 Meter pro Sekunde. Jetzt kommt noch der Tape Guard. Der verhindert, dass das Band am Schluss rausschlackert, denn die Maschine erkennt aufgrund der Lage der Wickel und wie schnell sie sich drehen, wann das Band zu Ende ist. Das macht sie übrigens super, wenn man das vorher richtig programmiert hat, welche Wickel gerade aufliegen oder welche Spulen. Und am Schluss kann das Band einfach nicht so richtig raushauen, sondern es passiert alles relativ bandschonend. So, das war wieder ein kleines Video von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.